Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom West Coast Schnitzel. Heute sind wir nicht in Los Angeles. Boom, Krach, Peng. Heute sind wir in Orange County, weil hier die jährliche Orange County Fair, also ein Jahrmarkt, stattfindet. Und was dort drin so abgeht, das schauen wir uns heute an. Viel Spaß! Um wieder etwas Neues in unseren Videos einzubringen, habe ich mir gedacht, ein Voice-Over bei Zwischensequenzen zu machen, um euch einfach noch ein paar zusätzliche Tipps mitzugeben. Wir sind gestartet in Santa Monica und sind dann nach Orange County circa eine Dreiviertelstunde gefahren, das Auto am Parkplatz abgestellt und schon kann der Spaß beginnen. Zahlreiche Veranstalter sind hier, so kann man es sich auf jeder Ecke gut gehen lassen. In diesem Hangar spielen Musikbands, wie ihr später im Video dann sehen könnt. Neben den anderen Veranstaltungen wird aber auch sehr viel Wert auf die Agrarwirtschaft gelegt. Sind hier einige Tiere zu bewundern, wie Kühe, Esel, Schafe und viele, viele weitere. Aber auch Pflanzen sind ein sehr wichtiger Teil. Bekanntlich jeden Tag zur selben Zeit kommt der Hunger und so sind wir wieder in die Food Area gegangen und haben uns umgesehen und schlussendlich sind wir mal bei den Garlic Fries von Figgies stehen geblieben und haben uns diese auch gekauft. Für diese Portion für $14 haben wir uns das gegönnt. Und dann gab es da noch einen Ziegenwettbewerb, der uns eigentlich ein bisschen irritiert hat, weil wir so etwas aus Europa nicht konnten. Und ja, so wie bei G&M geht es auch hier ähnlich zur Sache und hier wird drum gepreist, wer die schönste Ziege ist. So gibt es ein eigenes Zelt, wo man zahlreiche Tiere streicheln konnte, zum Beispiel unzählige Ziegenbabys, einen schlafenden Eber, sogar ein kleines Känguru, ich glaube Quokka genannt, konnte man auch anfassen und streicheln, was echt mega cute war. Und hier seht ihr mich ungeschminkt links. Als wir zum Mittag ankamen, war noch nicht so viel los. Jetzt am Nachmittag, so gegen 16, 17 Uhr, sind schon langsam die einheimischen Besucher eingetrudelt und jetzt füllt sich das ganze Gelände schon langsam. Nicht nur Fahrgeschäfte, sondern auch andere Sachen gibt es hier in Amerika auf einem Jahresmarkt. So gibt es hier eine Messehalle, in der Künstler wichtige Alben vergangener Jahrzehnte gepaintet oder gemalt haben, was sehr schön anzuschauen ist. Und ich gebe euch einen kurzen Einblick, was damit so gemeint ist.
So, noch ein paar Infos so nebenbei. 1890 fand die OC das erste Mal hier statt. Und ja, zu den Kosten, also der Eintritt kostet pro Person $15, das Parken extra nochmal 15, ist eigentlich vollkommen okay. Und natürlich die Fahrgeschäfte müssen hier natürlich extra nochmal bezahlt werden. Alles in allem ist es auf jeden Fall wert, wenn man hier ist, unbedingt mal vorbeischauen. Die bekanntliche Schweinestelze gibt es hier nicht. Hier verwendet man eher Truthahn als Stelzenersatz. Und ja, so kostet diese Stelze zum Beispiel hier auch sage und schreibe $21. Fürs große Bier muss man hier auch $15 bis $16 legen. Wie ihr alle lesen könnt, stehen wir gerade vom Rave Wave. Also von der Bodenperspektive her hat alles schon einmal sehr toll und amüsant ausgesehen. Jetzt wollen wir uns das Ganze anschauen, wie es dann von oben ausschaut. Deswegen werden wir diesen Skilift einmal austesten und für ganze 6 Tickets, also umgerechnet so um die $5 pro Ticket, schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Viel Spaß! Die Fahrt mit dem Sessellift hat sich voll ausgezahlt. Sie dauert ca. 10 Minuten und man hat einen wundervollen Blick über das ganze Gelände. Also, falls ihr hier seid auf der OC Fair, unbedingt machen. Mehr kann ich nicht dazu sagen. 10 von 10. Stunden sind wir jetzt hier. Jetzt reicht es uns auch. Wir haben einiges gesehen, einiges erlebt. Hoffentlich habt ihr wieder was mitnehmen können aus dem Video. Schaltet wieder ein beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt West Coast Schnitzel. Lasst ein Like oder sogar ein Abo da. Wir würden uns wieder freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.